Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Lia und ich begrüße euch alle, die neu dazukommen und alle, die seit ein paar Tagen oder Wochen mir erst folgen, und ich melde mich bei euch mit einer ganz persönlichen Nachricht. Zum einen möchte ich einmal ein aktuelles Thema ansprechen, was überall im Moment aktiv ist in ganz, ganz vielen Ebenen unseres kollektiven Bewusstseins. Und zum anderen möchte ich euch helfen, ein bisschen mehr zu verstehen, was in euch vorgeht. Und ich lade euch ein, bis zum Ende des Videos dabei zu bleiben, da ich hier über die ganze Videolänge verteilt viele wichtige Informationen mit euch teilen möchte. Zum einen, ihr befindet euch hier in einem etwas limitierten Perspektivenzustand. Auch manche sagen dreidimensional oder vierdimensional oder fünfdimensional. Aber Dimensionen wie die schon mir lange folgen, existieren so nicht, sondern es gibt nur Level von Bewusstsein und Level von dem, was ihr wahrnehmen könnt. Und je nachdem, in welchem Level ihr euch befindet, von dem, was ihr wahrnehmen könnt als der Mensch, der ihr seid, gibt es verschiedene Programme, die sich aktivieren. Und wenn ich von Programmen spreche, meine ich auch Muster. Und Muster, die nicht nur in euch existieren als der Mensch, sondern die in euch existieren als das Seelenwesen, was ihr seid. Und ich sage manchmal Engelskinder, weil nichts anderes seid ihr, auch wenn ihr das vergessen habt, wer ihr seid und was ihr seid und woher ihr kommt. Und ich möchte heute über eines der tiefsten dualistischsten Programme sprechen, da es einfach so präsent jetzt in dem Moment in dem kollektiven Bewusstsein stattfindet. Und nicht nur im kollektiven Bewusstsein, sondern ganz, ganz stark in der Coaching-Szene, in der New Age-Szene und besonders in der spirituellen Szene, wo es eigentlich nichts zu suchen hätte. Aber es ist ein Programm, was in euch als die Seelen, die ihr seid, existiert und sich bis hier auf die Erde hinunter manifestiert. Und das Programm, von dem ich spreche, ist das Programm von Konkurrenz. Das Programm, was euch tatsächlich sehr, 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 sehr stark in der Dualität handeln lässt auch. Und dieses Programm ist in den höheren Ebenen auch bekannt als eines der Programme von ich kann es besser als du. Ich sehe mehr als du. Ich weiß es besser. Wenn ich in deiner Position wäre, würde ich es anders tun. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das daher kommt, dass eine Person oder eine Seele mit etwas breiterem Bewusstseinsspektrum, etwas mehr Perspektive zu einer Person kommt mit einer etwas anderen Perspektive oder einer etwas limitierteren Perspektive. Und ich habe dieses Programm auch in mir entschlüsseln müssen vor kurzem, als ich entdeckt habe, mein Gott, ich würde, wenn ich in dieser Situation wäre, von dieser Person es besser machen, weil ich mehr sehe, weil ich mehr Wissen habe, weil ich mehr weiß einfach, weil ich mehr sehe als die Person selbst und die Zusammenhänge verstehe. Aber es ist so, als würdet ihr wie ein Riese, der in ein Zwergendorf kommt und in dem Zwergendorf einfach sieht, was die Zwerge nicht sehen können und sagt, ich kann es besser in eurer Welt. Aber ist das so? Aus der Perspektive des Riesen ist das so, und aus der Perspektive der Zwerge machen sie immer das Beste, was sie können. Und sie haben sich entschieden, Zwerge zu sein und diese Perspektive von kleiner zu haben und nicht als Riese in dieser Inkarnation zu inkarnieren. Das bedeutet, jede einzelne Seele ist genau richtig, wie sie ist und ist genau in der richtigen Position, wo sie ist. Und es gibt keine Koinzidenzen innerhalb der Inkarnations- und Kreationszyklen einer Person, einer Seele oder eines Engelskindes oder eines Engels, Erwachsenen, je nachdem, wie ihr es sprechen möchtet. Und alles, jede einzelne Seele, egal wo sie inkarniert, ob in den Plejaden, Räumen oder in den Orionräumen oder in den Erdräumen oder vielleicht sogar in Innererde oder bei den Reptilien, die ja sehr, sehr negativ betitelt werden, ist ein Ausdruck der Quelle selbst innerhalb der Position, die sie bewusst einnimmt und möchte einfach diese Erfahrung machen und lernen. Und dazu Lernen gehören auch manchmal Fehltritte dazu. Und wenn ihr aus euren Fehlern schon gelernt habt, dann habt ihr eine erweiterte Perspektive bekommen. Und dann kann es natürlich sein, dass wenn ihr mit dieser erweiterten Perspektive
an jemand anderen herantritt, der eine noch nicht so weite Perspektive hat wie ihr, dass ihr die Idee bekommt, dass ihr es besser könntet und dass ihr es besser könnt. Und in eurer Welt ist das richtig. Aber ich lade euch ein, einmal wirklich zu fühlen, ob es vielleicht okay ist, dass jemand in seiner Perspektive gerade die Lernerfahrungen macht und Wissen und Weisheit sammelt auf seinem ganz eigenen Weg und ihr auch von dort kommt. Und natürlich verstehe ich den Wunsch, euch einzumischen oder zu sagen, hey, ich habe da noch andere Vorschläge und wenn ihr auf mich hören würdet, dann wäre die Welt eine bessere. Das ist das eine. Und ich lade euch ein, erlaubt jedem Einzelnen an dem Punkt zu sein, wo er sich befindet, weil euch wurde auch erlaubt, an dem Punkt zu sein, an dem ihr euch befindet oder befunden habt. Eine weitere Sache, auf die ich eingehen möchte, ist die niedere Ausdrucksform genau dieses Programms in euch. Ich könnte es besser und der andere weiß gar nicht, was er tut. Es spiegelt sich in dem niederen Bewusstseinsspektrum als Konkurrenz. Der absolute Ausdruck von Dualität. Und wenn ihr als die Seelenwesen, die ihr seid, euch in den niederen Bewusstseinsspektren inkarniert, bewusst, um zu lernen, um zu sehen, dann aktiviert sich dieses Programm in euch als Konkurrenz. Als Konkurrenz, ich bin besser als du. Als Konkurrenz, der andere ist weniger als ich. Der andere ist nicht so gut wie ich. Und ich frage euch, ist das so? Oder teilt jeder seine ganz eigenen einzigartigen Codes? Und können wir Leuten erlauben, dass sie Fehler machen? Und können wir Leuten erlauben, zu den falschen Leuten zu gehen und ihre Erfahrungen zu machen und dadurch Wachstum zu bekommen? Und das ist etwas, wo ich ganz, ganz doll an euch plädieren muss, die mit Leuten arbeiten. Egal, ob ihr mit Leuten arbeitet, weil ihr Künstler seid. Egal, ob ihr mit Leuten arbeitet, weil ihr Musik macht oder weil ihr Coaches seid oder weil ihr Kurse anbietet oder auf der Arbeit selbst ein ganz normaler Arbeiter seid und euer Gehalt bezieht. Überall dort, wo ihr Konkurrenz habt, seht ihr eine außenstehende Person als nicht Teil von euch und nehmt die Position, ich bin anders als du ein. Und diese Position ist in euch so stark einprogrammiert, dass das ganze System darauf ausgelegt ist, in euch die Konkurrenz zu aktivieren. Und es ist nicht mehr die Zeit, in der Konkurrenz angebracht ist. Und es ist jetzt die Zeit, in der alle Leute, die in der spirituellen Welt sind und das höchste und beste Wohl der Menschen im Herzen und im Geiste tragen, die Konkurrenz fallen zu lassen. Und eure Konkurrenz wird euch in eine Abwärtsspirale bringen. Und das ist keine Vorhersage, sondern das ist eine metaphysische Tatsache, weil sich alles schneller bewegt. Und das Programm von Konkurrenz ist ein Programm, mit dem ihr euch selbst schadet, weil ihr euch in Dualität haltet. Und jetzt zu dieser Zeit, in der die Menschen aufwachen und achtsamer und wacher werden, mehr Perspektive haben, werden diese Menschen euch überholen und zu Leuten gehen, die einfach diese Dualität nicht mehr in sich tragen. Und wenn ihr in der spirituellen Welt versucht, erfolgreich zu sein oder mit Leuten zusammenzuarbeiten, ist es so wichtig, dass ihr eure Konkurrenz ablegt. Jeder Einzelne ist wichtig von uns. Jeder Einzelne hat ganz besondere, lichtvolle Codes und Liebe-Codes, die er zu aktivieren hat. Und diese Codes lade ich euch ein zu teilen, aber bitte teilt sie nicht mit Konkurrenz aus der Idee, ich bin besser als der andere, ich weiß mehr als der andere, ich kann mehr als der andere. Diese Codes ziehen euer gesamtes Missionstemplate in die niederen Spektren und halten euch in der Dualität und damit innerhalb der Matrix. Und diese Konstrukte und diese Art von Missionen fallen jetzt mehr und mehr. Je mehr ihr an Konkurrenz festhaltet, je mehr ihr in Konkurrenz seid, umso mehr fallen eure Missionen. Immer weniger Leute kommen zu euch und immer weniger Leute können es in eurem Energiefeld aushalten, weil jetzt der Aufstieg wirklich stattgefunden hat und weiterhin stattfindet und die Aufwärtsspirale die Leute aufweckt und sensibel macht für Codes von Dualität, Negativität und Kampf und Hass und Selbstverurteilung. Und das sind alles Codes, die in Konkurrenz eingewebt sind.
Und ich möchte euch von meinem Herzen zu eurem Herzen einladen, eure Liebe zu aktivieren für euch und zu wissen, dass eure Codes geteilt aus dem Herzen so wichtig sind. Und lasst euch nicht aufhalten von einem ganz alten Konstrukt, eine Erinnerung in euch als Engelswesen, dass ihr eine andere Perspektive habt als andere. Erlaubt jedem seine eigene Perspektive und tretet aus der Konkurrenz. Denn wir müssen jetzt zusammenhalten. Und es gibt Kräfte auf diesem Planeten. Es gibt Kräfte, die einfach nicht möchten, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten. Es gibt Kräfte auf diesem Planeten, die furchtbare Angst haben, dass wir als die Engel, die Lichtarbeiter, die Lichtbringer und die wirklichen Lehrer, die Meister des Planeten uns zusammenfinden und mit unserem Herzen uns miteinander verbinden und gemeinsam uns als eine Welt sehen, weil wir sind alle Teil hier in dieser Inkarnation eines Kollektives. Es ist egal, von welchem Stern wir kommen. Es ist egal, ob ihr Meister seid, ob ihr Engel seid, ob ihr Menschen seid. Wir sind jetzt hier in diesem physischen Existenzraum. Wir haben eine Inkarnation als Menschen angenommen, als Lyra-Spezies angenommen, um anderen, unseren Mitgefährten, unseren Engelsbrüdern und Schwestern zu helfen in der Zeit des Aufstiegs. Und es ist Zeit, die Hypnose fallen zu lassen von Konkurrenz und Dualität. Es ist Zeit, dass wir uns gemeinsam von Herz zu Herz verbinden und alle gemeinsam jetzt zusammenarbeiten. Weil wenn wir uns zusammenschließen, als die Lichtwesen, die wir sind, die Lichtbringer, die wir sind, dann können wir die Welt bewegen. Und es gibt Kräfte auf diesem Planeten, die das versuchen zu verhindern und dieses Programm von Konkurrenz in euch antriggern. Und wenn ihr in euch fühlt, dass ihr Konkurrenz in euch habt, frage ich euch, möchtet ihr diesen negativen Kräften weiterhin eure Energie geben und damit euren eigenen Aufstieg, euren eigenen Erfolg und den Erfolg unserer Mission, für die wir uns verabredet haben, gefährden? Oder seid ihr bereit, in euch zu heilen und zu erkennen, dass jeder souverän ist und dass jeder einzigartige Codes hat und damit eure eigenen einzigartigen Codes von Licht und von Liebe und Weisheit zu aktivieren und gemeinsam eine Mission des Lichtes zu teilen? Denn nur wenn wir uns von Herz zu verbinden und keine Mauern ziehen, sondern Brücken bilden, dann können wir etwas bewegen. Und das ganze Erdprojekt besteht darin, hier gemeinsam Licht zu bringen in die Dunkelheit und den Seelen zu helfen, Hoffnung zu finden. Und nicht nur in Hoffnung zu sein, sondern ihre eigene Kraft wiederzubekommen. Und ich lade euch wirklich, 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 wirklich noch einmal ein, lasst euren Kampf und eure Konkurrenz fallen und kommt zurück in eure non-dualistische Form, in die Wahrheit, dass wir alle einzigartig sind und dass wir alle besonders sind und dass unsere einzigartigen Codes in der Welt gebraucht werden. Hört auf, andere zu kopieren, hört auf, andere zu imitieren und bringt eure Herzaktivierung zum Vorschein. Lasst den Kampf fallen, lasst Konkurrenz fallen und seht endlich die Wahrheit hinter all dem, was es ist. Wir sind alle hier mit einer Mission, unseren Brüdern und Schwestern zu helfen. Lasst die Konkurrenz los, spielt nicht weiter in die Hände von den Kräften, die verhindern wollen, dass wir uns zusammentun. Und wenn ihr noch im Unfrieden seid mit irgendjemandem, dann lade ich euch ein, in den Frieden zu treten. Denn euer Unfrieden und eure Dualität und eure Konkurrenz kann euer Untergang sein und wird es sein in einer Zeit, in der die Frequenzen steigen und nichts mehr so bleiben kann, wie es war. Und wenn ihr an Konkurrenz festhaltet, haltet ihr an Dualität fest und damit an einer völlig alten Version der Erde. Und ich fühle und ich weiß, dass ihr alle in eine neue Version der Erde gehen möchtet. Und dafür müssen wir jetzt zusammenhalten. Und ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, im August wird ein weiterer Gridwork Call stattfinden. Kommt mit mir gemeinsam in den Gridwork Call und lasst uns miteinander verbinden, von Herz zu Herz und Frieden machen, untereinander, Frieden machen in uns, Frieden für uns alle machen und uns als gleich sehen. Lasst uns gemeinsam vorantreten als Lichtweiser für eine Zivilisation, die aus Dualität hinausgeht und eine Zivilisation von Liebe und Einheit wird.
Einheit in Individualität und Einheit in Liebe für sich und in Respekt all den anderen Wegen, die jeder Einzelne geht. Und wenn ihr mit meinen Worten resoniert, dann lade ich euch ein, lasst mir gerne eure Gedanken und Gefühle da in den Kommentaren und gerne ein kleines Like. Und wenn ihr mehr und mehr und mehr von dem metaphysischen Wissen und von all dem profitieren möchtet, was ich teile, dann folgt meinem Kanal. Geht gerne einmal in alte Videos zurück und ihr bekommt alle Codes, die wichtig sind und für euch wichtig sind und eure Reise. Und wir helfen euch zu klären und zu heilen in euch mit all dem, was wir zur Verfügung stellen können. Und ich freue mich auch, den einen oder anderen wieder in einem meiner Kurse begrüßen zu dürfen. Und besonders freue ich mich, wenn ihr die Lehrer und wenn ihr die Lichtarbeiter mit mir gemeinsam in dem Grid Work Call die Dualität und die Konkurrenz ein für alle Mal hinter euch lasst. Denn wir müssen jetzt zusammenhalten und jetzt zusammen Hand in Liebe gehen und nicht in Dualität oder Trennung. Von meinem Herzen zu eurem Herzen. Ich danke euch für euer Sein und ich sehe eure Seele und euer Licht in dem Menschen, der noch nicht alles sehen kann, der noch nicht bereit ist für die ganze Wahrheit. Aber ich sehe euch. Und ich danke euch für euer Licht und euer Sein und dass ihr euren Weg hier mit mir auf der Erde in einer gewissen Art und Weise teilt. Und bis ganz bald. Ich liebe euch, eure Liebe.